Hallo zusammen, mein Name ist Ina und ich zeige euch heute, wie ich diese super fluffigen Brioche-Burgerbrötchen gemacht habe. Zuerst wird Wasser mit Dinkelmehl vermischt und unter Rühren einmal aufkochen, dass es so ein Puddingart ist. Und das dann einfach abgedeckt über Nacht bei Raumtemperatur stehen lassen. Und hier wird kalte Milch mit Dinkelmehl einfach klümpchenfrei vermischt und so bleibt es über Nacht bis zum nächsten Tag stehen. Am nächsten Tag kommt dann Dinkelmehl rein, Zucker. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Dann habe ich hier Eier. Ich mache heute die doppelte Menge, deswegen sieht das nach mehr aus. Aber ich schreibe euch für 12 Brötchen die Menge unten in die Infobox rein. Dann kommen die Vorteige vom Vorabend auch in den Teig rein. Das wird dann alles gut verknetet. Also lasst wirklich 15 bis 20 Minuten gut durchkneten. Je länger ihr knetet, desto elastischer wird der Teig. Und nach der halben Zeit ungefähr kommen noch 150 Gramm weiche Butterstückchen rein. Wenn ihr kalte Butter macht, dann könnt ihr auch mit Wärmestufe kneten. Dann braucht ihr die Butter auch nicht unbedingt warm zu machen. Auf 30 Grad. Also so gute 20 Minuten lasst einfach auf Stufe 2 kneten. Und dann seht ihr schon, der Teig löst sich schon vom Rand. Und der Teig ist so weich, also der darf ruhig minimal kleben, aber es darf nichts an der Hand mehr haften. Und dann, wenn ihr das so auseinanderzieht, müsste das schon fast durchsichtig sein. Dann habt ihr genug geknetet. Und so lassen wir den Teig jetzt gute 4 bis 5 Stunden gehen. Meiner war schon nach 3 Stunden zu hoch, habe ich nochmal runtergeknetet. Könnt ihr auch machen. Das kommt immer darauf an, wie warm es bei euch zu Hause ist. Einmal runterkneten, Deckel drauf und weitergehen lassen. Der Teig braucht ganz viel Ruhe, immer wieder, aber das lohnt sich. Also es ist ja nicht viel Arbeit, man hat zwischendurch was zu tun, aber die lohnen sich wirklich. Probiert die mal aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob die euch auch geschmeckt haben. Es lohnt sich wirklich. Aber macht auch gleich gerne die doppelte Menge, dann friert ihr die ein und so habt ihr immer Burgerbrötchen auf Vorrat. Und guck mal, wie schön der Teig ist. Also der braucht wirklich diese Ruhe, auch durch den Vorteig, was wir aufgekocht haben. Dadurch werden die Brötchen saftiger. Also ihr seht, an den Fingern klebt nichts. Sonst müsst ihr ein bisschen mehr Mehl noch reinmachen, weil das kommt immer darauf an, wie groß die Eier waren. Ne? Und dann wird das jetzt geteilt. Von jeder Hälfte kommen dann 12 Brötchen raus, ne? Wenn man die doppelte Menge macht. Und dann werden die jetzt geteilt und geschliffen, geformt und dann nochmal ruhen lassen. Aber das erklärt sich ja hier alles von selbst. Und hier braucht ihr auch kein Mehl, weil der Teig einfach so lange und gut geknetet worden ist. Und auf der Teigunterlage klebt auch kein Teig dran. Aber ihr seht, auch an den Fingern klebt auch nichts. Es gibt verschiedene Arten, die Brötchen zu formen. Also entweder zieht ihr immer die Enden zur Mitte, so dass es auf der anderen Seite so eine Oberflächenspannung ist, oder ihr bildet so eine Kralle und auf dem Tisch einmal kreisen, bis die glatt sind von oben. Müsst ihr gucken, welches euch am besten liegt. Und so werden die alle geformt. Dann habe ich auf dem Backpapier die ruhen lassen, nochmal abdecken und dann könnt ihr so 2 bis 4 Stunden ruhen lassen, so dass sie sich sichtbar verdoppelt haben. Dann wird ein Ei mit Wasser vermischt und die Brötchen gut eingestrichen. Also da überall, wo ihr kein Ei habt, wird man später am Brötchen sehen. Aber das ist alles nur rein optisch, einfach, dass die so einen schönen Glanz haben. Guckt mal, wie schön die geworden sind. Ja, so sehen die fertig aus. Die sind richtig weich und die haben so eine schöne Form. Ihr könnt auch Sesam drüber streuen, wer das noch möchte. Also, und das springt auch wieder zurück, also das heißt auch, die sind gut durchgebacken. Und so könnt ihr die vorm Belegen einmal kurz angrillen oder auch direkt so essen. Ihr guckt mal, wie weich. Also richtig leckere Brötchen. Probiert sie aus und friert sie auch ein, dann so habt ihr immer was auf Vorrat. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.